So, da werden wir wieder. Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael. Das ist eine weitere Folge Conan Exile Isle of Siptaq Gameplay mit Mods. Und jo, es geht weiter. Wir jagen weiter Schnitzel. Also Schnitzeljagd, um alle Tagebücher von Siptaq zu finden. Die ersten zwei haben wir ja schon gefunden. Und es gibt noch eine Menge mehr. Wo sind die? Habe ich die schon im Schlepptau, die Hupfdohle? Wo hupft die rum? Hupfdohle. Gehen wir mal vor die Türe. Ja, ein Tagebuch ist hier ganz in der Nähe. Muss mal kurz absteigen. Ich will dann das Essen geben. Wo ist die blöde Hupfdohle? Wenn sie unten nicht steht, dann habe ich sie schon im Schlepptau. Okay, unten steht sie nicht. Dann wird sie irgendwann so hinterher biegen. So, und zwar laut Journal, ich gucke nochmal nach, ist das on the east side of the island there's a river that splits to two. Along the northern river you will see more ruins a bit north of it, but if you go up any cliffs or mountains you're gonna go too far. Strandwatch Keep. Das ist der Hinweis, den wir haben. Und Strandwatch Keep ist... Das ist die Frage. Strandwatch Keep. Das müsste hier drüben sein. Und zwar das da, Strandwachenfestung. Und da finden wir das Tagebuch Nummer 3. Und 4 und 5 sind auch da in der Nähe. Gehen wir mal runter an den Strand. Können wir besser kämpfen. Entschuldigung, Schildkröte. Gucken, dass wir... Ne, ist ein Wolf. Und der geht wieder... Hey! Und, My claws are sharp, pup. Are yours? You will never return to your den. ja, macht mal den Piepmatzer auch noch Curse tot. you! Die! Whimper in terror, fool! Hey! Okay. Oh. Taste death! Ein Kuddelmuddel wieder am Anfang. So. Da kann ich Reittier außer Reichweite. Das ist wieder typisch. Stellen wir uns hier hin. Dann können wir aufsitzen. Also. Okay. Wer ist das? Was für ein Mörder? Da haben wir. Weiß nicht, Soon my teeth will taste your throat! Gods take you! You picked the wrong fight! ja, hör mal auf rumzuhobeln. Die! So. Also, kurz anbinden. Ach komm. Ist ja noch nicht so weit. Tun wir schnell zurück. Ist eh gerade Dreckwetter, der Sturm zieht gerade auf. Ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht
kurz pausieren, damit wir bessere Lichtverhältnisse haben. Weil wir müssen nachher noch in die Ruinen. Und ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen doof, wenn es der Sturm ist und die Ruinen, da ist eh ein bisschen dusterer. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, sobald der Sturm vorbei ist. Beziehungsweise spätestens beim nächsten Sonnenaufgang, dann müsste es auf jeden Fall rum sein. Dann bis gleich. So, da wären wir wieder. Der Sturm ist vorbei. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal anfangen mit den Tagebüchern. Mal gucken, wenn es dunkel wird, mache ich nochmal ein Päuschen. Ah, ich wollte der Hufdohle noch was zu essen geben. Du kriegst das hier. Die Hufdohle war doch... Ja, Hufdohle war Vitalität. So, auf ein neues Ausflug. Und ich hoffe, das wird dieses Mal nicht so rüde unterbrochen werden. Und da drüben müssten dann schon die Ruinen sein. Die kennen wir ja schon, da waren wir ja schon ein paar Mal, gerade am Anfang. Haben uns da ja ein paar Mal rumgetrieben. Und ich meine, wir haben auch das Tagebuch schon gelesen. Aber wenn wir jetzt schon die Reise da anfangen, dann machen wir es richtig. Das heißt... Oh. Ja, da die Eissharps, die Seelengedönsdinger, die sammle ich jetzt nicht mehr. Vielleicht das und das mitnehmen. Und dann gucken wir hier. It wasn't supposed to be like this. Und dann können wir auf jeden Fall die Fackel reparieren. Oh, das. So, und dann sind wir hier irgendwo, da liegt's. Das müsste 7. Tagebuch Nummer 3 I have sein. solved the first mystery. As our small fleet slid into the harbor, I immediately recognized the handiwork of the Asheronians on the stones of the small quay. Though the teams of masons who were sent to prepare the way have done a good job restoring the stone, the docks were clearly originally built by the Asheronians. We have landed on the northeastern corner of the isle, rounding a small island before coasting into the docks. From my position on deck, I could see the towering trees of the forest and the crumbling stone of a watchtower in the distance. I was disappointed not to see the silhouette of a tower looming over the landscape, but sailor talk is not always to be trusted. When we landed, Prince Amon-Tet officially declared this to be a Stygian territory.
He named the Isle of Amontet, and the colony we are to establish is called New Luxor. All terrible names, to be honest. Men who rule have no place naming things. The Masons report that they have been working on a site further into the forest, and that we will be able to move to those lodgings soon. For now, we remain aboard the ships in the relative comfort of our cabins. The leader of the Masons, Bak Hotep, is a solidly built man with a friendly smile and an easy manner. When I discussed the matter of the ruins with him, he told me that the lodgings they were building for us in the city were also built upon foundations placed by somebody else. And there was another thing he mentioned. A structure, unlike the others, in perfect condition, made of a metal that he had never encountered, so hard that steel tools do not even leave a mark on its surface. He simply calls it the Vault, and it is this, more than anything, that I look forward to on my tour tomorrow. Okay, sie sind also jetzt gelandet, haben einen alten Hafen entdeckt und ja, es sieht so aus, als wenn das wirklich der hat gar keinen Bogen, tut nur so. Dass es acheronische Ruinen sind. Da ist er sich ziemlich sicher jetzt. Und okay. Das war Blödsinn, das wollte ich mitnehmen. So, Nummer 4, das war jetzt Nummer 3. Nummer 4 ist on the western roof of the Chamber of Sacraments at New Luxor. Also, das heißt New Luxor, Kammer der Sakramente auf dem westlichen Dach, also irgendwo, das ist die Kammer der Sakramente, irgendwo hier oben muss es sein und wir gehen auf jeden Fall noch hin, bevor die Nacht anbricht. Und dann pausieren wir einfach, wenn es jetzt duster wird. Ortszeit ist es 4:30. Da geht jetzt bald die Sonne unter. Und dann hier im... ich brauche noch ein bisschen Fleisch dann nachher. Soon my teeth will taste your throat. Das nehmen wir mal mit. So. Und hier haben wir ja wieder eine gewisse Bossdichte. Also. Und kommt down. Und vorbei. You will never return to your den. Soon my teeth will taste your throat. Das könnte da oben, da haben wir ja ein Dach. Oder es geht nachher wirklich... Ja, da fehlt doch wer. Man erkennt ihn gar nicht richtig. Okay, dann muss ich You picked the wrong gleich auf fight. die Whimper Keule and terror, fool. umschalten. God's
Taste death! Curse you! Have you nothing better, pup? Die! Soon my teeth will taste your throat! You picked the wrong fight! Viper in terror, fool! Curse you! Ich muss kurz mich ums Pferdl kümmern. You will never return to your den! Der You wird picked the da. wrong fight! Whimper in terror, fool! Whimper in terror, fool! Okay, der wäre erledigt. Den looten wir auch. Und jetzt gehen wir mal hier rüber. Wie gesagt, ich weiß nur, dass es irgendwo auf dem Dach Soon my teeth will sein taste your throat! soll. Whimper in terror, fool! My claws are sharp, pup. Are yours? Sind da noch mehr? Soon my teeth will taste your throat! Okay. So, und jetzt gucken wir mal. Auf dem Dach. Das wäre ja... Hier wäre ja zumindest so eine Art Dach. Oder dann da drüben auf mehr Richtung Hauptgebäude. Ja, kommen wir hier ein bisschen mehr in die Mitte rein. Okay, down. So, jetzt können wir uns hier mal umschauen. Oh, der hat tatsächlich auch mal was, sonst haben die eigentlich immer mal relativ selten was. Die haben immer ihr blödes Schwert. So. Das wäre mal Ruf. Ein Dach, also... Aber... Da ist eine Kiste da drüben, aber das ist ja eher Mauer. Ich könnte mir vorstellen, weil wir sind ja jetzt erstmal hier und das da vorne ist ja die Kammer der Sakramente, also da drüben, wenn dann eher da. Aber ich guck mal hier hoch noch. Okay, da ist nichts. Ja, hätte ja sein können, ne? So. Kammer der Sakramente, da geht's hier hoch. Whimper in terror! You picked the wrong fight! Oh, da kommt... Ah, sehr schön. You will never Kommt dann return to nächste your Boss. den! Gods take you! Soon my teeth will taste your throat! Curse you! My claws are sharp, pup. Are yours? Gods take you! Have you nothing better, pup? Ich würde gerne mal was trinken. You will never return to your den! Soon my teeth will taste your throat! Soon my teeth will taste...
My claws are sharp. Are you... Roar in terror, fool! Taste death! Have you nothing better, pup? Curse you! Weg, weg. Die! Okay. So. Jetzt kommen gleich noch ein paar andere hier an. Aber was hat sie denn für uns? Nichts Gescheites. Knochen und Ding, okay. Also. Das heißt jetzt, da waren wir. Da geht's jetzt hier hoch. The Western Roof, also zur westlichen Seite. Da sind wir hier, denke ich. Richtig. Da ist es. Da ist es. Ja, das müsste sein. Okay. Aber hier ist niemand in der Nähe. Dann kommt mal hier rüber, Kinder. Dann kann ich das in Ruhe lesen. Ja, okay. New Luxor! What a city this will be once our masons have finished restoring the stonework. The prince is pleased, the high priest is pleased, and even Threa seems pleased by our new colony. Now that we have established ourselves in the city, I have been forced to turn my mind to practical matters. The reasons for establishing this colony were threefold. A naval base, to reduce piracy and smuggling along the western coast of the kingdom. Our fleet will begin patrolling the seas and policing the trade routes with the Black Kingdoms to the south. With adequate timber and arable land, we can also begin to build more ships for the fleet. The long-term goal is to counteract the maritime might of Argos and Zingara. As a port for the merchant vessels that pass along the coastline, as the only reliable source of fresh water, we can monopolize the merchants and create wealth in the form of taxation. We will also have first choice of luxury goods moving up and down the coastline, which should keep our prince happy. The third unspoken reason was to move our younger royal away from the intrigues of the capital. Prince Amon-Tet was known in the Stygian capital for his ambitions. By giving him this duty, his father has deftly removed any threat to his heirs, while giving the prince the opportunity to prove himself. Deft politics, that. I've added a new goal to the mix, uncovering the mysteries of the island and their purpose. My duties as scribe and advisor do not take too much of my time, and I am left to my own amusements. The city itself contains many writings and tablets from Acheron. Bak-Hotep leads me to any writings he finds, and the vault nearby also calls for my attention. Though the High Priest has declared it a holy site and is setting up an altar there. There is so much to see and do here. I cannot seem to find enough hours in the day. Threa, however, pines for home and family. I've told her that as soon as the colony is established, we can take a trip to Shem and visit. A princess of Shem in an arranged marriage to a lesser noble of the Stygian court. I cannot blame her. Perhaps I could bring her with me on some of my expeditions. I'll need to give it some thought. Okay, also die haben sich hier niedergelassen in New Luxor auf den Ruinen, die sie gefunden haben, und wollen hier eine Kolonie aufbauen. Und es geht weiter. Journal Nummer 5 ist South of New Luxor by the Sanctuary of the Snake Man. Das ist relativ einfach. Das ist hier
Heiligtum der Schlangen. Outside on the northwestern wall at the corner. Also außerhalb von dem Wall, nordwestlicher, irgendwie da. Gucken wir mal. Ist ja hier wirklich gleich um die Ecke. Und ja, schießen schon irgendwelche Bogenschützen. So, gucken wir mal hier oben. Okay. Also ich habe es wirklich nicht gewusst. Es war jetzt einfach mal purer Zufall. The prince led a delegation of us south, through the forest today, to visit the new watchtower there. The aptly named South Watch Keep. Freya neglected to come with us, though I do feel that she appreciates being asked. She has warmed to me considerably since I made my recent overtures. Perhaps... But no, this is not the place to discuss my marriage. When we returned from our inspection of the keep, something has changed. The streets were abandoned, and the guards on the city gates were missing. The prince dispatched men who ran off through the streets while we waited for their return. Shaking, they guided us to the vault entrance, where a crowd had gathered around the body of the high priest. His corpse was splayed across the altar, his stomach opened, and his entrails spilling like a red waterfall down the side of the altar. It was as if some horrible cosmic haruspex had decided to do a reading. On the stone walls that had been erected by the entrance to the vault, something was scrawled in the priest's blood. Glyphs in an ancient spidery language that was chilling to behold. The prince and his family were shocked, though Amon Tet was no stranger to blood. It was the death of the high priest that shook him. An omen from Set that this fledgling colony might already be on the wrong track. Amon Ket instructed the guards to clear the crowd. I thought I glimpsed Freya as they herded them away. I stepped forward and examined the glyphs on the wall, and something tickled my memory. A phrase I had seen written on an ancient tomb beneath the Black Pyramid in Kemi. The prince asked me what it said. I turned to face him and tried not to let the fear show in my eyes. Heretic. Okay, da geht's schon langsam zur Sache. Und ja, es scheint wirklich nicht unter einem guten Omen zu stehen, der Versuche, eine Kolonie zu machen. Aber das war Nummer 5 und Nummer 6 führt uns wieder inside the chambers of the sacrament to the east of the undead scaleback boss in the corner. A bit hard to see. Might need to scale your graphic down as grass tends to hide it. Okay, also wieder zurück. Den Boss haben wir ja schon gelegt, den Shellback. Der sollte auch noch nicht respawned sein. Wir ignorieren einfach mal die Heinze da. Und zwar... Okay, hier sind wir hoch. Und da kam der Boss raus. Also in der östlichen Ecke. Ah, hier ist es. I have not found the time to write in this journal lately. At least half a year has passed since the High Priest was murdered, and the cascade of changes that has wrought on this colony have been deep indeed.
In the days after his death, we made a determined effort to enter the vault, but it would not open. The runes on the outside of the vault are in a script that I cannot translate, and though it seems likely that there is some keying mechanism, we have yet to find it. As the shock of the death faded, and the demands of the fledgling colony reasserted itself, the prince dispatched a ship to Kemi to find us a new priest. But the ship has not returned, and the consequences have been dire. What I have realized these past months is just how fundamental the worship of Set is to the order of our kingdom. A Stygia without Set is a Stygia without order. When the fear of sacrifice is gone, when the punishment for transgression is forgotten, what then? We are seeing the beginnings of this on the island, and in the wake of the High Priest's death, it seemed as though cults were springing up across the entire colony. Some fell to worshipping the minor deities of Set's pantheon, but others turned to foreign gods. Freya thinks it is admirable. Her eyes glitter with hatred as she speaks of Set and the cruelty of his religion. She has tried more than once to convince me to forswear Set and turn my faith to one of her foreign gods. Asura, I believe it was. As the religious unrest grew, we had other problems. Our logging camps have been attacked in the forest by mysterious beasts, if the survivors are to be believed. This has put our plans for an expansive fleet on hold, and in turn, the revenue that such a fleet would bring. I have written multiple dispatches for the prince, with each one growing more and more desperate. He demands that his father send him more troops to help tame the wild island. As for myself, I have explored the ruins that are closest to New Luxor, but those ruins seem to point to a larger Asheronian city on the western side of the island. I have learned all that I can here. I have asked the prince for support to make an expedition to the west, which he has granted, but only under the condition that I do not take any troops. Bakhotep has agreed to accompany me, and surprisingly, Freya has also agreed to come. We leave tomorrow. Okay, das war Nummer 6. Und Nummer 7 geht dann schon Richtung The Tower from the north south of Tower Watch Keep and Overlook. Okay, das heißt, da geht es dann Richtung Mitte von der Insel. Und das heißt, wir müssten Schnellreise, bla bla bla. Und von daher, wo ist mein Pferdl? Pferdl. Da ist mein Pferdl. Okay. Dann würde ich sagen, wir reiten zurück. Und... Ach, da ist es schon wieder. Aber den lassen wir mal weg. Ein bisschen zu weit, da müssen wir rüber. Da ist das Tor. Ja, wenn man die Geschichte so ein bisschen zusammenhängend liest, ergibt es deutlich mehr Sinn als die Fetzen sozusagen, die ich bisher so gelesen habe. Logischerweise mal hier was, mal da was, völlig aus der Reihenfolge herausgerissen. Und von daher, ja, war es, glaube ich, keine falsche Entscheidung, diese Tagebücher von Sipda der Reihe nach zu finden und zu lesen. Und das scheint dann aber allein schon ob der schieren Menge von Tagebüchern natürlich ein etwas längeres Unterfangen zu werden. Also das werden
denke ich, wenn wir immer so 2, 3 Stück finden, werden das sicherlich 7, 8, 9, 10 Teile werden. Kommt drauf an, vielleicht haben wir da irgendwann mal ähnlich wie bei den acheronischen Obelisken das Glück, dass wir dann irgendwo mal eine höhere Packungsdichte erwischen, wo dann, keine Ahnung, 4, 5 Stück nah beieinander sind. Aber ich will mich nicht beklagen. Es macht Spaß. Das ist auch sowas, ja. Ich glaube, wenn man auf einem guten Roleplay oder einfach, sagen wir mal, guten, gepflegten Surfer spielt, wo der Admin so ein bisschen für Unterhaltung sorgt. Es gibt ja hier über das Pipi-Mod jede Menge Möglichkeiten, Quests zu entwerfen und, sag ich mal, die Leute mit Aufgaben zu versorgen. Ich meine, Conan Exile ist kein MMO, RPG im klassischen Sinne, dass es da irgendwelche Questgeber gibt, etc. Von daher ist irgendwann mal der Punkt natürlich, jetzt kriecht sie hier, ist natürlich irgendwann der Punkt auch erreicht, wo man hat alles erkundet, man hat die Journaleinträge, alles. Und dann muss man sich sozusagen selber um Unterhaltung kümmern. Und das kann ich mir auf einem guten Roleplay-Surfer ganz interessant vorstellen, wenn dann einfach, ja, der Game Master sozusagen für Unterhaltung sorgt. Oder wie es bei Savage Wild ist, wo dann Events stattfinden oder sowas, wo man immer wieder was zu tun hat. Und sowas erwarte ich dann auch von dem Battle Pass. Einfach, wo man sagt, mal gucken, was liegt denn heute an. Oh ja, komm, ich will eh Richtung Norden, ich muss Wolfsfälle sammeln. Kann ich da damit verbinden? Das ist eine coole Sache. Bin mal gespannt, ja. Aber da muss jetzt erstmal der Testlife-Client rauskommen und dann das Update 3.0 rein vom Spiel her, hoffe ich, auch von vielen ausgiebig getestet werden. Ich werde da auf jeden Fall aktiv mitmachen. Aber bin mal gespannt. Okay, also für diese Folge war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ja ein bisschen Action da mit den Bossen. Die Geschichte finde ich auch interessant. Da haben sie sich echt auch Mühe gegeben. Und das wäre echt schade, wenn sowas einfach untergeht. Und schreibt Kommentare. Abonniert den Channel, aktiviert die Bimmel. Kriegt ihr mit, wenn ich wieder was hochlade. Oder seid einfach wieder dabei in der nächsten Folge hier in Conan Exiles Isle of Siptah Gameplay mit Mods. Und bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen und immer schön gesund bleiben. Bye, bye.